Pfeffer und Veilchenwurzel, Piment und Ingwer, Rosen und Rosmarin. Sie machen aus dem Wacholder-Destillat ein Feuerwerk für Nase und Gaumen. Seit 4 Generationen werden auf dem Obsthof der Familie Brugger in Friedrichshafen Obstler destilliert. Dann kam Tochter Christine ans Brenngerät und hat den Gin für sich entdeckt. Seitdem wehen neue Aromen über den Hof. Für mich ist es total spannend, Düfte herzustellen und Aromen herzustellen auf eine ganz natürliche Art und Weise. Und das Brenngerät ist da, man kann Düfte und Aromen aus der Natur damit destillieren. Und das hat mich wahnsinnig gereizt, eben genau diese zwei Sachen miteinander zu verknüpfen. Eben die Handwerkskunst, aber genauso die Wissenschaft, die ich beide in dieser Form leben kann. Das ist mein Herzblut hier. Der Gin trägt die Handschrift der Brennerin wie kein anderes Destillat. Vorgeschrieben ist nur, dass er Wacholder enthalten muss. Die Auswahl von Kräutern, Blättern, Beeren, Samen, Wurzeln, Rinden und Früchten, die sogenannten Botanicals, sind ihre Kunst. Ich verwende frischen Lorbeer, weil er von der Aromatik her viel grüner ist, viel feiner, fast sogar so ein bisschen Zitrusaromen hat. Und ich mag dieses frische, grüne, warme, ein bisschen zitrusartige gern in meinem Gin. Der Kräutergarten ist ihr Lieblingsort. Hier sucht und findet sie Aromen. Düfte zu lesen, zu erinnern und anzuordnen ist eine Kunst. Was es braucht, sind Geruchssinn und Geruchsgedächtnis. Hier habe ich eine Kaffeelimette, die ist ganz neu, die ist noch im Topf. Das ist eine Limettenart, die unheimlich ein tolles Aroma hat, weil sie einfach so ganz intensiv, fest nach Limette riecht und eben auch über den Erhitzungsprozess in der Brennblase sich nicht verändert. In ihrem Garten blüht auch eine weitere Zutat. Aber noch hat die eine kleine Gnadenfrist, bevor auch sie ihre Düfte an den Gin abgeben muss. Das ist mein Geheimort, das ist mein Tresor, in den lasse ich eigentlich sonst auch niemand. Hier lagern meine Ansätze, meine Experimente, die ich jetzt über die ganzen Jahre mache. Hier lagern aber auch meine Botanicals, meine Gewürze und Pflanzenteile, die ich für meine Rezeptur verwende, für Gin und Genie. Der Tresor ist eine Wunderkammer für die Nase. Hier lagern all die Noten, aus denen Christine Brugger ihre Duftstücke komponiert. Wir nehmen als erstes Piment. Piment ist ganz hart und man braucht relativ viel Kraft, um das Korn aufzuschließen, damit es wirklich alle Aromen freigibt, wenn man sie in den Alkohol gibt. Als nächstes nehme ich den Kubebenpfeffer. Und Kubebenpfeffer erkennt man ganz einfach. Der hat nämlich so ein kleines Schwänzchen an der Pfefferbeere dran. Deswegen heißt er auf Englisch auch Longtail Pepper. Das Zusammensetzen der Duftnoten ähnelt dem Komponieren, sagt Christine Brugger. Es werden Akkorde gebildet und Harmonien entwickelt. Die hört man zwar nicht, aber man schmeckt und riecht sie. Insgesamt 22 Botanicals, also Gewürze und Pflanzenteile, stecken in ihrem Gin. Von Angelika über Veilchenwurzel, Myrte, Orangenblüte, Johannisbeere und Jasmin bis hin zur Kamille. Christine Brugger arrangiert sie präzise und grammgenau. Koriander ist eines der Herzstücke in der Rezeptur. Von dem brauche ich viel. Das Koriander ist zwar ein Gewürz, hat aber hauptsächlich blumige Aromen.
Also wenn jemand blind Koriander riecht, würde er vielleicht meinen, das ist ein Rosenduft, weil Rose und Koriander ist miteinander duftverwandt. Wacholder ist die Basis in jedem Gin. Ich verwende besonders großfruchtigen Wacholder, der kommt vom Schwarzmeer. Ist ganz süß und fruchtig. Es muss Wacholder drin sein. Gin muss auch nach Wacholder vorrangig riechen und schmecken. Das ist so im Spirituosenreglement festgelegt. Aber darüber hinaus hat man eben kreative Freiheit. Das ist auch der Grund, warum ich Gin machen so spannend finde. Christine Bruggers Brennkunst ist kreativ und durchdacht. Ursprünglich kommt sie aus der Sensorikforschung und beschäftigt sich mit der Wissenschaft des Schmeckens und Riechens. Und dann hat sie den Gin entdeckt. Hier kann sie wie eine Parfümeurin arbeiten. Sie selbst setzt die Noten, kann Nuancen und Duftphasen frei bestimmen. Grundlage für den Gin ist biologisch dynamisch erzeugter Weizenalkohol, eine Art Korn mit 96%. Der Alkohol ist im Gin der Aromabote. Er löst und transportiert all die duftenden Essenzen aus den Botanicals, soll aber möglichst geschmacksneutral bleiben. Nur durch ihn gelangen die Geschmacksstoffe der Kräuter und Gewürze an unseren Gaumen. In dem Fass befindet sich das Mazerat. Mazerieren bedeutet ausziehen, die Pflanze zu extrahieren auf der Basis von Alkohol oder auch Wasser. Der Alkohol ist natürlich sehr gut geeignet, weil er wasserlösliche und fettlösliche Aromastoffe aus den Pflanzenteilen ausziehen kann. Deswegen braucht man möglichst hochprozentigen, um eben die ganzen Pflanzenaromen zu extrahieren. Mazerieren kommt vom lateinischen mazerare, das heißt quälen, mürbe machen. Und das macht das Mazerat. Über Stunden, Tage, Wochen. Das ist das Geheimnis jedes Brenners und jedes Destillateurs. Wie lange das mazeriert, das ist Erfahrungssache und ja, das behalte ich für mich, das Geheimnis. Nicht alle Botanicals vertragen diese hochprozentige Behandlung. Die Schafgarbe will schonender behandelt werden. Erntefrisch entfaltet sie ihre Würzigkeit am besten. Gut, dass sie gleich nebenan wächst, im Blühstreifen der eigenen Obstplantagen. Das hier ist das Herzstück der Brennerei. Wir haben hier die Brennblase, die über das Wasserbad hier unten erwärmt wird. Da steigen die Düfte oder die Dämpfe der Maische, wenn sie erhitzt ist, auf in diesen Helm, werden dort gesammelt und gehen dann, wenn sie flüchtig genug sind, über dieses Rohr in die sogenannte Fraktionierkolonne. Die Fraktionierkolonne hat verschiedene Böden, die eben den Alkohol auftrennen und aber eben auch die Siedepunkte regulieren, indem die leichter flüchtigen Stoffe eben dann auch nochmal im Dephlegmator hier oben sortiert werden und dann über das Geistrohr in den Kühler gelangen. Dort wird der Geist wieder flüssig und kommt dann über die sogenannte Abtrennung hier unten raus und bildet dann sozusagen das Destillat. Fehlt nur noch die letzte Zutat. Die schönste von allen und die empfindlichste. Erst am Brenntag darf sie geerntet werden. Christine Brugger hat diesen Stock selbst vor 20 Jahren aus dem Tal der Rosen in Bulgarien mitgebracht. Die Rose ist besonders geeignet für die Herstellung von Rosenwasser oder von Rosenöl, weil sie einfach so eine hohe Duftintensität hat. Man muss die aber ganz früh morgens ernten, weil über den Tag wird das Aroma schwächer und ich möchte das Aroma ja einfangen. Deswegen stehe ich immer früh auf, um die zu ernten. Dank dieser Blüten bekommt der Gin einen frischen, blumigen Akzent, der zu den sogenannten Kopfnoten gehört. Das sind die Aromen, die als erstes in die Nase steigen.
Die empfindlichen Rosenaromen sollen durch den heißen Dampf des Destillats herausgelöst werden. Also kommen die Blüten in einen Zylinder zwischen Brennblase und Fraktionierkolonne, dorthin, wo gleich der pure Geist hindurchströmen wird. Brennen ist das Verdampfen und Kondensieren, Erhitzen und Abtrennen eines Alkoholsuds. Doch schon das Botanicals-Fass eröffnet einen ganzen Kosmos an Gerüchen und Aromen. 96% Alkohol drängen an die frische Luft. Eine berauschende Angelegenheit, vor allem für die Nase. Ja, das ist toll, weil die ersten Düfte aufsteigen und man hat so eine kleine Vorahnung, was eigentlich passieren wird, was für Aromen sich destillieren. Hochprozentigen Alkohol darf man auf gar keinen Fall pur erhitzen. Der kleinste Funke würde zur Explosion führen. Darum wird jetzt erstmal Wasser hinzugegeben. Knapp über 100 Liter, bis der Sud nur noch 25% Volumenalkohol beinhaltet. Als letzte der 22 Zutaten kommt noch die Schafgarbe dazu. Zu sensibel für ein Bad im Alkoholsud wird sie im Aromakorb gedämpft. Der hängt über dem Mazerat in der Brennblase, dort, wo es gleich brodeln wird. Jetzt starte ich den Destillationsvorgang. Das heißt, ich erhitze das Wasserbad, dass die ganzen Aromen aus dem Sud, den ich angesetzt habe, flüchtig werden. Doch das muss ganz allmählich, ganz vorsichtig passieren, aromaschonend. Alkohol hat einen Siedepunkt von 78 Grad Celsius. Bis das Mazerat diese Temperatur erreicht, vergehen 2 bis 3 Stunden. Am Ende des Brenntages wird Christine Brugger 39 Liter Gin destilliert haben. Hochkonzentriert mit fast 90% Alkoholgehalt und gesättigt mit Aromamolekülen. Der Geist in der Brennblase erwacht zum Leben. Die Nase bemerkt es als erstes. Wacholder, Ingwer, Zitrus- und Pfeffernoten tauchen auf. Die Luft in der Brennerei ist jetzt duftgeschwängert. Doch bevor der perfekte Gin aus der Anlage tröpfeln wird, drängeln sich ein paar ungestüme Aromen vor. Die möchte Christine Brugger gerne aus ihrem Gin heraushalten. Deshalb füllt sie den Vorlauf, die ersten 2 bis 3 Liter, in durchnummerierten Gläsern ab, bevor sie den eigentlichen Gin im Stahleimer auffängt. Wenn schließlich die Temperatur am Geistrohr steigt, ist das der Indikator, dass in Kürze der kondensierte Ginny-Geist aus dem Kühlrohr fließen wird. Jeder Aromastoff hat unterschiedliche Siedepunkte und die unterschiedlichen Siedepunkte werden natürlich durch die Destillationstemperatur bestimmt und bei bestimmten Temperaturen werden eben unterschiedliche Aromen dann auch frei. Wann deckt sich das Resultat mit ihrer sensorischen Vorstellung? Das kann wohl nur die geschulte Nase von Christine Brugger ermessen. Aber um verlässlich zu riechen, ist die Luft noch viel zu alkoholgeschwängert.
Doch ab Glas 13 ist sie sich sicher. Das ist jetzt ihr Gin, der, den sie sich gewünscht hat, mit beinahe 90% Alkoholgehalt. Gin und Ginny, so heißen die zwei Geister aus der Organic Distillery. Die beiden unterscheiden sich nicht nur durch ihre Botanicals, sondern auch, wie man diese wahrnimmt. Die Sensorikwissenschaft spricht von erster und zweiter Nase, von Basis-, Herz- und Kopfnoten. Und es gibt sowohl einen Geruchs- wie auch einen Geschmackssinn. Ginny eröffnet sich stärker über die Nase. Gin, der andere Geist, zielt eher auf den Gaumen. Am Ende der Destillation, nachdem fast 40 Liter Gin entstanden sind, nimmt sich Christine Brugger noch einmal die Gläser vor. Denn schon der Vorlauf ist kostbar und verdient eine zweite Chance. Vielleicht darf ein Teil doch noch mit in die große Ballonflasche. Das würde ich sagen, da fängt die richtige Mischung an. Die Gläser von 1 bis 6 würde ich jetzt aussortieren, weil sie einfach ein bisschen zu intensiv, ein bisschen zu harsch in der Aromatik werden und auch nicht haltbar sind, weil sie so einen hohen Ölgehalt haben. Vom Glas 7 ab bis zum Glas 13, die gebe ich in den Glasballon, weil das sind genau die Aromen, die ich möchte in der Genie, die eben auch konsistent sind und diese blumige Würzigkeit haben, die ich eigentlich möchte. Aber zuvor benötigt Ginny noch etwas Ruhe. Ein paar Jahre Schönheitsschlaf in Christine Bruggers Tresor braucht es noch zur Perfektion. Die Lagerung wirkt sich direkt auf den Charakter des Geistes aus. Ohne Tageslicht, bei konstanten Temperaturen stabilisieren sich die Noten, kann der Gin seine Reifeprüfung absolvieren. Ja, nach 5 Jahren hat sich Genie eigentlich wirklich sehr harmonisch entwickelt. Die ganzen Aromen haben so ein schönes Gleichgewicht bekommen. Sie ist milder geworden, auch wenn sie jetzt noch 86% Alkohol hat, kann man sie eigentlich jetzt schon fast so genießen. Die blumigen Noten haben sich sehr schön mit den würzigen eingespielt. In der Lagerung ist es ja so, dass ich ganz bewusst mit Glasballons und mit Naturkorken reife, weil dort ein Luftaustausch stattfindet und sich deswegen eine Aromaformierung gibt, die ich eigentlich ganz besonders schön finde. Also so ist Genie perfekt und so würde ich sie auch gerne abfüllen. Aber noch ist Ginny mit beinahe 90% Alkoholgehalt viel zu hoch konzentriert. Um Trinkstärke zu bekommen, wird der Brand verdünnt. Und zwar mit entmineralisiertem, geschmacksneutralem Wasser.
Für Gin ist ein Mindestalkoholgebot von 37,5% vorgeschrieben. Ihren verdünnt die Destillateurin aber nur auf 52%. So bleibt Ginny konzentrierter und findet seinen Weg zur Nase besser. Abgefüllt wird in edle Apothekerfläschchen zu 200 Milliliter. Kleine, feine Portionen. Wie schon bei der Lagerung werden die mit einem Naturkork verschlossen. Damit der Geist in der Flasche bleibt, fixiert Christine Brugger die Korken, wie es sich in der Alchemie gehört, mit einem Apothekerknoten. Ein Gin wie aus 1001 Nacht. Viel zu schade, um ihn mit Tonic Water zu verdünnen, findet Christine Brugger. Meinen Gin trinkt man am besten aus einem dünnen Glas in einer ganz feinen, geringen Menge, weil er so konzentriert ist, und lässt ihn erstmal im Glas etwas wandern, nicht schwenken allerdings, und riecht dann die Aromen mit der Nase ab. Nimmt einen Schluck in den Gaumen. Und lässt ihn im Mund ein bisschen zirkulieren. Und bis zu 10, 15 Minuten bleiben diese wunderbaren Aromen präsent und wahrnehmbar. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.